Die Umverteilung findet nicht statt als Gewaltmaßnahme, die sowieso gar keine Chance hat, sondern findet statt, indem das vor allen Dingen erstmal da was getan wird, wo es nötig ist, dass nämlich Menschen, die engagiert sind, was tun können, mehr als heute. Und dass das Thema Armut in der Weise nicht mehr da ist, weil es heute gar nicht mehr nötig ist und die Probleme andere sind. Und das schafft Mentalitäten, schafft auch neue Strukturen, auch wirtschaftliche andere Dynamiken, in denen dann mal die Frage gestellt werden kann, warum sind eigentlich manche Menschen so wahnsinnig reich? Nicht um ihnen was wegzunehmen, sondern um darauf zu kommen, dass wir einfach insgesamt Regeln ändern. Ich finde die Frage insofern schwierig, weil sie davon ausgeht, dass es irgendwie von Natur aus Reiche und Arme gibt. Wem muss ich wie viel wegnehmen, um wem ein wie hohes Grundeinkommen geben zu können? Wenn man ernsthaft sagen würde, ein Grundeinkommen ist mit den heutigen Mitteln nicht finanzierbar, würde dieser Satz heißen müssen, es gibt in dieser Gesellschaft nicht genügend materiellen Reichtum, damit alle davon anständig leben können. Das ist offensichtlicher Unfug. Also die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens gegenzufinanzieren mit einer stark erhöhten Abgabe auf hohe Einkommen kann tendenziell funktionieren, allerdings unter einer Prämisse, dass diejenigen, die dann zahlen sollen, ihnen nicht weglaufen. Ich würde sagen begrenzt. Also es stellt nicht wie andere Revolutionen komplett die Eigentumsfrage. Also es gibt auf jeden Fall eine Umverteilung und die ist sinnvoll, weil irgendwo muss das Geld herkommen. Es ist wirtschaftlich bedeutend, dass die Umverteilung stattfindet, weil für die Wirtschaft ist wichtig, dass Kunden da sind. Was heute läuft, dass immer weniger Kunden da sind, dass immer mehr Leute in den Niedriglohnsektor oder in Hartz IV geraten und oben immer reicher wird, das ist wirtschaftlich ein Schaden. Wir werden immer arme Menschen und wir werden reiche Menschen haben und wir werden irgendwie eine Mittelschicht haben. Das ist ja nicht das Ziel, dieses komplett aufzulösen. Das wäre illusorisch, wenn man sich sowas irgendwie vorstellen würde. Aber die Schere würde nicht mehr so weit auseinandergehen. Es wird Reichtum umverteilt, ja. Und zwar nicht aus Gleichheitsgründen, sondern aus Gründen der Armutsvermeidung. Eine Gesellschaft, in der es keine Armut mehr gibt, wenn es keine Armut mehr gibt, kann so ungleich sein, wie sie will. Ja? Aber was notwendig ist, um Armut zu verhindern, und zwar von strikt und konsequent und nachprüfbar für alle Bürger. Eine solche Gesellschaft wird zugreifen müssen auf einen Teil des Reichtums der Reichen. Insofern Umverteilung, aber nicht Gleichmacherei.